Hallo, mein Name ist Gudrun Massoner und in diesem Video zeige ich dir, wie du Tagesordnungspunkte mit wenigen Tricks und Klicks in separate Zeilen einer OneNote-Tabelle umwandeln kannst. So sparst du dir mühsames Kopieren, Ausschneiden und Einfügen. Außerdem erfährst du, wie du Dokumente aus der Cloud direkt in die Tabelle einfügst und bearbeiten kannst. Damit behältst du jederzeit den Überblick und kannst Sitzungen effizient vorbereiten, präsentieren und danach auch wieder ad acta legen. Los geht's! Ich habe hier fiktive Tagesordnungspunkte einer Sitzung erstellt und möchte diese jetzt in eine Tabelle übertragen. Diese Tabelle soll sich hier öffnen, deswegen klicke ich hier mit der Maus auf diese Stelle der OneNote-Seite und füge hier eine Tabelle ein. Nun markiere ich die Tagesordnungspunkte, kopiere diese und füge sie ein. Mein Problem, das ich jetzt habe, ist das, dass ich praktisch sämtliche Tagesordnungspunkte in einer Zelle habe. Ich hätte sie aber lieber, ich hätte lieber sämtliche Punkte in verschiedene Zeilen verteilt. Über diese Anordnung bin ich nicht glücklich, deswegen lösche ich das jetzt noch einmal. Wie könnte ich dieses Problem beheben? Dazu gehe ich ganz einfach auf Kalkulationstabelle, neue Tabelle und es öffnet sich eine Excel-Tabelle. Ich klicke hier drauf und es öffnet sich eine Excel-Tabelle. So, ich nehme die Tagesordnungspunkte her, kopiere sie mit der rechten Maustaste und gebe die einzelnen Punkte hier ein. Mir ist das gleich, wenn die jetzt nicht mit der Größe übereinstimmen. Mache einen Doppelklick und habe sämtliche Punkte in unterschiedlichen Zeilen enthalten, so wie ich das gerne hätte. Ich könnte jetzt noch mehrere Spalten mir dazu wünschen. Ja? Kopiere diese Spalten, mache Excel, ich schließe Excel nicht, sondern verkleinere ganz einfach die Ansicht und habe jetzt sämtliche Tagesordnungspunkte in einer Excel-Tabelle übertragen, beziehungsweise mittlerweile in eine OneNote-Tabelle, so wie ich sie gerne hätte. So, ich lösche jetzt diese ursprüngliche Liste und ziehe sie hier hinein. Wenn ich jetzt diese Tabelle verschieben möchte, reicht es aus, auf die Tabelle zu klicken. Es erscheint ein grauer Rand und ich kann mit gedrückter linker Maustaste die Tabelle verschieben. Nun könnte ich in verschiedene Zellen Dokumente hineinstellen. Was mich hier schon einmal stört, ist, dass IWB unterstrichen ist. Deswegen gehe ich jetzt einmal zu überprüfen. Sage Rechtschreibung überprüfen, er soll das einmal ignorieren und ich habe das jetzt nicht mehr in der unterstrichenen Form in der OneNote-Tabelle abgebildet. So, Dokumente. Zum Beispiel könnte es mich interessieren, eine Ausgangslage der Klasse hinzuzufügen. Deswegen gehe ich jetzt einfach in die Cloud, habe dieses Dokument geöffnet und kopiere nun den Link, linke Maustaste, rechte Maustaste und füge diese Ausgangslage, diesen Link hier ein. Dieser Link ist jetzt natürlich ein langer Link, so gefällt mir das nicht zum Präsentieren. Linke Maustaste, rechte Maustaste und Link bearbeiten. Es öffnet sich ein Dialogfeld und hier oben benenne ich
diesen Link um und nenne ihn logischerweise Ausgangslage der Klasse XY. So, nun habe ich die Ausgangslage der Klasse hier abgelegt. Ich könnte das gleiche jetzt mit den IBBs machen. Lernberatung, Aufgabenhilfe. Gehe ich ganz einfach ins Internet. Lernberatung, Gymme. Schau, was passiert. Gut, öffnet sich und ich wäre jetzt bei der Termin-Lernberatung. Ist mir auch zu umständlich. Ich kopiere wiederum den Link. Linke Maustaste, rechte Maustaste und füge die Lernberatung ein. Hier wiederhole ich noch einmal das gleiche. Linke Maustaste, rechte Maustaste, Link bearbeiten, anzuzeigen, der Text soll ein anderer sein, und zwar Lernberatung. Gut, ich habe in diese Tabelle noch ein paar Dokumente hinzugefügt. Außerdem könnten wir jetzt noch Tags hineinsetzen, zum Beispiel Aufgaben. Gut. Und während der Sitzung könnte ich jetzt praktisch alle Punkte, die besprochen worden sind, abhaken. Ich könnte zudem noch Punkte, die eine besondere Wichtigkeit hatten, hervorheben. Zum Beispiel Reflexion über schulische Veranstaltungen und deren Verbesserung. Vielleicht hat es da Probleme gegeben. Beziehungsweise könnte es sein, dass wir vielleicht noch ein paar Ideen gesammelt haben und ich diesen Punkt genauer überarbeiten muss. Also Tags helfen dir, Infos hervorzuheben und wiederzufinden. Falls du mehr über grundlegende Erstellung von Tags erfahren möchtest, dann schau dir mein vorhergehendes Video an mit dem Namen Tags in OneNote Efficient Use. Da erkläre ich ausführlich, wie man Tags erstellt und effizient nutzt. So, mit einer derart strukturierten Tabelle hast du bei der Präsentation alle notwendigen Informationen immer griffbereit. Dank der Verknüpfungen zu den Dokumenten und Cloud-Links gelangst du während der Meetings schnell zu den entsprechenden Ordnern. Du kannst Notizen direkt in OneNote ergänzen, einschließlich derjenigen in der Cloud, zum Beispiel Ausgangslage der Klasse. Könnte ich jetzt zum Beispiel hier hinzufügen 12 Schüler. Das ist natürlich jetzt ein nicht ausgefülltes Dokument. Wenn ich in einem zweiten Moment da noch einmal hineingehe, dann sehe ich, ist dieses Dokument auch in der Cloud bearbeitet worden. Und wie du siehst, sind wir immer auf dem neuesten Stand. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bis bald.